Consumer Price Index oder Inflationspreissteigerungen, die sich selbst erklären und sich auch endlich selbst berechnen. Bevor wir hier heute in eine Demo steigen, einspringen, lasst uns vielleicht kurz einmal anschauen, warum dieses Thema so viele Unternehmen Jahr für Jahr belastet und warum eine saubere Automatisierung weit mehr ist als einfach nur ein Effizienzgewinn. Es gibt viele Unternehmen, insbesondere eben im Softwarekontext, ja, wir haben wiederkehrende Abrechnungen und gleichzeitig wollen wir aber sicherstellen, dass der Preis für Lizenzen beispielsweise sich jährlich auf Basis von, ja, makroökonomischen Faktoren wie eben der Inflation automatisch anpasst. Was wir hier häufig sehen, ist, dass, Unternehmen immer noch diese Uplifts manuell berechnen. Das ist immer ein sehr großer Aufwand, es kostet sehr viel Zeit und es ist insbesondere sehr fehleranfällig. Warum? Weil wir natürlich oftmals nicht nur eine Region und einen Consumer Price Index haben, sondern wir haben verschiedene Kunden, verschiedene Regionen und auch Produkte, auf die wir diesen Uplift vielleicht auf unterschiedliche Art und Weisen anwenden wollen. Und wenn dort wird natürlich die Kooperation zwischen verschiedenen Abteilungen wie Vertrieb, Finance und auch Customer Success benötigt. Und wenn die hier uneinheitlich arbeiten, sich vielleicht nicht genug abstimmen, dann heißt das letztlich nicht nur eine geringe Transparenz intern, sondern auch extern für den Kunden. Nicht nachvollziehbar, warum kostet jetzt hier etwas mehr und warum kostet es gerade so viel mehr, wie es das tut. Ja, das sorgt eben auf der einen Seite für Unzufriedenheit auf der Kundenseite, auf der anderen Seite eben sorgt es für einen hohen Abstimmungsaufwand zwischen den einzelnen Teams und kann letztlich vielleicht sogar dazu führen, dass Renewals verzögert werden. Heißt also, wir verlieren hier wieder effektiv Geld. Es gibt Unsicherheiten eben in genau dieser Preisfindung. Ja, das ist etwas, was sehr viele Unternehmen nutzen, ja, und wir wollen uns jetzt eben einmal anschauen, wie Agentforce Revenue Management dieses Thema wirklich massiv vereinfacht, automatisiert und sicherstellt, dass wir auch wirklich immer die richtigen Preisanpassungen vornehmen und das eben vollkommen automatisiert. Dafür springen wir jetzt einmal in unsere Salesforce-Umgebung. Wir sind jetzt also hier in unserer Salesforce-Umgebung und haben auch schon direkt ein Angebot vor uns liegen. Ja, wir haben jetzt hier unsere Advanced Analytics Suite, 5 Stück verkauft zu einem Preis von 450, wie es der monatliche Preis eben ist. Das Ganze eben für einen Monat ab heute bis zum 8.1. nächsten Jahres. Und was ihr vielleicht schon feststellt, ist, wir haben natürlich auch eine Price Revision Policy, heißt also, wir haben eine Policy darunter liegend für die Euro Area, die eben diesen Consumer Price Index Uplift mit abbildet. Ja, und wir haben jetzt dieses Angebot, es wurde schon akzeptiert. Wir haben entsprechend daraus, wir sehen es hier, auch schon eine Order erstellt. Die Order ist entsprechend auch schon aktiviert. Heißt also, das Ganze wurde schon auf unserem Account, dem Edge Communications Account, als Asset hinterlegt. Und was wir jetzt einmal machen, wir renewen das Ganze mal automatisch ab dem 8.1. beziehungsweise ab dem Tag danach, dem 9.1. Und da wir entsprechend ja einen Uplift automatisch hinterlegt haben, basierend auf dem Consumer Price Index, den wir uns vielleicht aus einem externen System holen, genau, wir erstellen einmal dieses Renewal und was wir hier direkt sehen, ja, der initiale Salespreis bei $450 hat sich jetzt erhöht und zwar aufgrund der Preisrevision um ein paar Prozent. Heißt also, der Stückpreis ist leicht nach oben gegangen, basierend eben auf den Anpassungen, die wir hier hinterlegt haben, basierend auf dem Consumer Price Index. Das heißt also, anstatt dass wir hier jedes Jahr manuell alle Preise irgendwie einmal anpassen müssen, alle Verträge einmal durchgehen und ja, uns dabei extrem viel Zeit flöten geht. Ja, wir sehen jetzt hier gerade am 9.1. das Renewal. Die meisten Leute kommen nächstes Jahr vielleicht erst am 5. oder 6., vielleicht sogar erst am 7. Januar zurück aus dem Büro. Dann muss Finance gegebenenfalls die Weihnachtspause sonst durcharbeiten. Mit der Salesforce Revenue Cloud Agentforce Revenue Management ist das nicht mehr der Fall, sondern wir hinterlegen eben diese Uplifts und können diese eben auch ganz automatisch auf alle Renewals anwenden. Damit sparen wir uns nicht nur enorm viel Zeit, sondern stehen eben auch sicher, dass wir die Renewals zur richtigen Zeit stellen können, mit dem richtigen Preis und das ohne große Kopfschmerzen für alle Beteiligten. Und am Ende sind auch die Kunden zufrieden und unser Cash fließt weiter rein. Und wenn ihr bislang Probleme damit habt, diese automatischen Consumer Price Index oder Inflationsanpassungen für eure Renewals zu übernehmen, dann kommt auf uns zu, kontaktiert uns unter valuant.io und wir helfen euch dabei, das Ganze umzusetzen. Vielen Dank.